32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zur 18. Episode des diesjährigen YPC Boat. Heute geht es weiter mit der zweiten von insgesamt 3 Halbfinalfolgen. Rapala und Neuke haben noch keinen Fisch in der Wertung und auch für Westin und den Titelverteidiger Nace läuft es mit einem 51er Zander bzw. einem 56er Hecht bisher eher durchwachsen. Die beiden Niederländer von Quantum dagegen spielen wie schon in der Vorrunde ihre Stärke beim Pelagen aus. In ihrer gerade erst angebrochenen Power Hour konnten sie bereits 2 wichtige Zander ins Netz befördern. Die haben die beiden Haudegen von CWC zwar noch nicht, stattdessen aber schon 2 Riesenhechte. 1,4 Meter und 1,14 Meter. In Summe also 218 Hechtpunkte sollten in der verbleibenden Zeit nur sehr schwer zu schlagen sein, weshalb sich Evert und Truman nun voll auf die anderen Zielfische konzentrieren können. Illex ist noch ohne Hecht, liegt dank einer guten Frequenz momentan aber auf Rang 2. Allerdings könnten Mark und Geil bereits mit einigem Abstand vorne liegen, hätten sie nicht im Drill einen Riesenbarsch durch Materialboykott verloren. Bleibt abzuwarten, ob dieser Fisch über das Weiterkommen entscheiden wird. Auf 1 liegt derzeit das Team von Abu Garcia. Am Ende der letzten Episode konnten Freddy und Simon auf die Schnelle ihr Zanderergebnis aufpolieren, obwohl es in unmittelbarer Nähe der Volkarak-Schleuse eigentlich ein kleiner Hecht werden sollte. Dafür bleibt nun aber offenbar keine Zeit mehr. Schleuse auf, ab rein. Planänderung. Ah, it's chaos again. We wanted to fish for pike, but as you can see, the sluice is open, the lock, and normally it takes quite some time for it to open. We have to wait. We didn't get our pike yet, but I think we did go for it anyway. On the Volkarak we also have some pike spots. We didn't train for them, but hey, we have to take a little gamble, and if we go inside now, we don't lose too much time on the lock, so let's do it like that. Can you go? It's red. No, go. The guy said come. Go. Oh, bitte, wenn er sich jetzt zumacht, wäre das geil. Bitte, bitte, mein Herz, ey. Geil. Geiler Typ. Geiler Typ, ey. Oh, war das gut, ey. Der Hecht wäre noch besser gewesen, aber irgendwie ist der Zander für mich aber noch so ein Ding, wo ich sage, der war wichtig, weil den kleinen Hecht, den wir da in der Ecke gefangen hätten, ich glaube, der hätte uns am Ende eh nicht gerettet. Wir brauchen eh einen etwas größeren. Und wir machen jetzt erstmal Barschangeln ganz entspannt. Der Wind ist noch nicht so doll. Und wenn der Wind zu doll fürs Barschangeln wird, dann versuchen wir die Hechte eh abzugraden. Von daher, ich glaube, das war ein guter Move. Abo hat Glück mit der Schleuse und schont vorläufig die Hechte. Wir blicken zum Start einmal kurz auf die Karte. Simon und Freddy sind also auf dem Weg ins Volkarak, um Barsche zu angeln. Auf diesem Gewässer befindet sich Westin bereits. Neuke angelt im Rhein-Schelde-Kanal, Rapala und Illex im Haringfleet, Nace und Quantum fischen im Hollands Deep und CWC in der deutschen Kiel. Oh no. Clearly not small zander. Yeah, first fish. Okay. Yeah. Go back. So now we are fishing for zander, so we switched to soft bait. Still using one of my soft bait prototype, but it's a paddle tail. But also Marcel had some good results with a storm bait. But I think what's important now is the color. We noticed that this kind of brownish color is the same color as the small zander that are here on the spot, and to me the big zander are eating the small one. And what we do right now, we are on a drop-off, and we are fishing this drop-off, just following the drop. On most of the bite we have them around 7-8 meters at the end of the drop. But it's difficult to fish today. There is a lot of wind. A lot of current. Next. Same, had a bite. And
Yes, this place is seems that there is a lot of current, so the fish are moving a lot. So they are probably in schools. So now we need to catch a keeper. Yeah. That's the most difficult thing. But maybe we can take one at the beginning of the river, no? As we have done next year. Yeah, I think so. I had one follower there, and we saw one boat catching one. So maybe... Yeah, we can do that. Anyway, the drift with the windmill we can also do later. Yeah. Crazy, just one strike. And really short. But I thought it was maybe a big, because really sometimes nothing. Oh, I said, okay. He win the race? No. No, 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 no. No, 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 no. Okay. What we also can do, Stefan, it's a gamble, but maybe it pays off. Stop fishing now and drive to the Spui. Take the 2 perches and try to catch the sanders over there on the drop. Yeah, but we really trained for that and we didn't find any sanders. No, but here is also no zander. But we are, at least we have had some bites and get 2 here. The best spot still is the green buoy, and if it was my call, I was already fishing there. Because yeah, but we need to do a couple of casts before we leave the spot. yeah, but that's what I said. If it was my call, then we are already fishing there, because that's still the best spot, also in training and practice. And both you and I, we didn't catch nothing on this spot, only legs. Yeah. And I had a bite here yesterday of a sander. So it's not a good one, but still it's fish here. I know, but the clock is ticking, and this the most action we had over there. But if you want to continue here, it's fine by me. We must do it as a team. Yeah. Still there. There's another one. They were both looking at it. Yes! Ooh! This is fun. It's not a giant, but it's a fish. Yes. Nice. It's also hooked on the last hook. No, first. First. Yes. It's 61.5, so it's 62. Yes. It's a skinny one. Yeah, I will release it. So with pelagic fishing we always have prepared 2 rods. It's not that you can fish together, because that's really hard, because one is driving, so and you have to focus on one fish, so that's really hard to fish together. But we always have 2 rods prepared, because of the because now you can see they are active, so you can switch really easy. So one guy can fish on, and the other can do the rest. So then you are on the fish while they're active, so then you can catch more fish. So that's really important, because like this you already catch another one. Oh, it's crazy this. Oh yeah? No, not a giant, but decent fish. Oh. Nice. Hey, every time the apple seed is on my rod, we get a fish. Yeah. So another nice sender. 59. Yes. Goodbye, my fellow.
Quantum macht kurzen Prozess. 4 Zander in nicht einmal 30 Minuten bedeuten die Führung und eine kurze Verschnaufpause für den schwer schuftenden Henry. So, I've a well-deserved break, I think. 4 Zanders in 30 minutes, so that's really good. Jill is now focusing on the bigger ones because we can only put 4 Zanders on the list. So I think we're going strong, but we have to catch that pike. Okay, nice thing about our pelagic set is also the treble that we designed. That has 2 pins. That helps to secure it properly into the soft bait. It will not come out. Even when casting, it's a perfect system. And in between the treble and the head there is a swivel. So that helps to prevent that a bait is coming loose during the drill. And we also have the heads in 3 different weights. We have the 30 gram, the 50, and this is the 80. And we prefer the 80, especially when you're fishing from a boat like here. But when you do pelagic fishing from a belly boat, for example, and you don't move that fast, you can also go for the 30 grams. So that gives a really nice combination. Warte, lass mal ein bisschen driften. Hier ist viel Fisch, Alter, hier holen wir uns den jetzt. Komm, Rexen! Ja. Lass es ein Zander Ja, sein. ist ein super kleiner Fisch. Ist egal. Zander ist erstmal gut. Hast du bei deinem 50er Barsch auch gesagt, das ist ein kleiner Fisch? Kleiner Zander. Hoffentlich hat er Maß. Der hat Maß. Weiter. Endlich der lang ersehnte Zander. Leider wirklich ein kleiner, aber hoffentlich ein Wertungsfisch. Oh, boah, das ist eh noch nass vom letzten Mal. Der ist 45. Kein Monster, aber ein paar Punkte sind's. Der darf zurück. Und gleich weiter. Vielleicht stehen noch ein paar größere hier. Hast du 20 Gramm drauf? Ne, 15. Nehme ich einen anderen. Warte mal. Lass mich mal kurz ran da. Ah, warte mal, hier ist er schon fertig montiert, oder? Ja. Soll ich noch mal kurz ein Stück driften lassen? Mach ich einfach. Bisschen besser mit dem Wind. Müssen nur noch die Kumpels hier Bock haben. Oh, da war er, ey. Scheiße. Jo. Ich habe geankert. Das ist kein großer. Das ist kein großer. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist trotzdem erstmal für die Karte. Oh! Alter, da kam einer hinterher. Richtig groß. Auf die Neuke Mighty Mama. In Green Pumpkin, richtig schön gehakt. Übrigens die ganz scharfen Haken hier, die sind von Ryugi. TC-coated. Das ist der Ryugi Peace Hook. Das ist einer der schärfsten Haken, die ihr kriegen könnt. Den messen wir mal ganz schnell. Hier kam gerade ein richtig dicker Hecht aus dem Wasser geschossen, als ich eingeleiert habe. Ein Hecht? Ja, ein Hecht. Da hinter. Oh, fuck! Den kriege ich noch, den kriege ich noch, den kriege ich noch. 32. Hoffentlich werden die noch ein Stück größer. Endlich also auch der Premierenfisch für Neuke, obwohl dieses Exemplar noch nicht ganz für die ellenlange Anfahrt entschädigt. Apropos Anfahrt. Nach dem Wechsel vom Hollandsdieb ins Volkerag haben Dietmar und André ihr Zweitboot inzwischen zum nächsten Spot gepeitscht. So, jetzt drehe ich ein, ne? Ja, noch ein bisschen weiter könntest du fahren, dann erst eindrehen. Ist noch hier. Du hast da vorne schon 6. Ah ja, stimmt, da war ja die Markierung. Jetzt geht's hoch. Ja. Fahr du erstmal, jetzt kann ich nicht werfen bei dem Wind. Der Trick ist nämlich weit rauszuschmeißen und dann richtig schön Spitze unter Wasser und einkurbeln. Optimal. Ja, Biss gehabt. Fisch. Gut. Gut. Ja, immer Doppelstrike. Super. Ja, damit. Oh, verloren. Nein. Warte mal. Shit, ey. Aber die waren wieder, das war wieder klassisch, ne? Ich hatte 2 Bisse. Du ein, ich ein. Weiter Wurf, die kriegen wir noch mal. Ja, ja, alles gut.
Fängt ja genauso an wie letztes Mal. Und jetzt guckt euch mal an, was das noch für große Muttis unterwegs sind, die ihre eigenen Artgenossen fressen wollen. First cast. A lot of mussels here. And this is the exact reason why we're here. The perch, they really love to stand on this kind of stuff. It's not everywhere on this lake, so if you find a place where there's a lot of mussels concentrated, then the perch normally aren't so far away. So, ich habe einen Zerik drauf, 21 Gramm Birne. Wenn man vom Ufer fischt, dann würde ich leichter angeln, dann würde ich so ungefähr 12 Gramm nehmen, 14 Gramm, aber gerne schwer trotzdem, damit man die Wurfweite hat. Das stört nicht so sehr. Wenn man vom Ufer angelt, vom Boot angelt, ruhig 21 Gramm nehmen. Das Ding muss richtig am Boden kratzen, also so ganz leichte Zeriks sind oft gar nicht unbedingt besser. Vorfach, das hier ist die maximale Länge, die ich fische, also ich angel teilweise sogar noch kürzer, also relativ kurze Vorfächer. Und ich habe hier die Goby drauf, Pulse Realistic Goby, das ist ein ganz brutaler Zerikköder, der wackelt wirklich bei jedem Zug. Gerne kann man daran auch Krebse fischen. Aber die Barsche essen hier halt ganz kleine andere Barsche und die haben so ein bisschen die Farbe. Sowohl Grundeln als auch kleine Barsche imitiert das Ding super. Und so leicht durchsichtig im Licht und so, es ist echt top. Das hat richtig gut gefangen, das Teil. Deswegen, ja, auf den Köder setze ich jetzt erstmal, da habe ich gutes Vertrauen drin. Wenn da ein Barsch steht, nimmt er den. Dangerous games. Dangerous games. Okay, first one. Nice, good job. Ja, Großfischplatz hat auch manchmal kleine Barsche. Ja, mit dem Zerik, da muss man sich durchangeln jetzt. Der bringt uns nicht viel, aber egal. Der hat, was ist eigentlich Mindestmaß bei Barsch? Ja, ist okay, 26. Was 26 half or? Ja, der hat dann also, was ist die Linie? 27. Ai. Süßer kleiner Barsch. Come on, boy. Ich habe ein paar Bisse schon gehabt auf dem Wurf. Alles kleinere Fische. Egal. Weiter geht's. Good job. Ziemlich interessanter Spot. Wir liegen auf dem Flachen, außerhalb der Fahrrinne, schmeißen aber da rein, wo die Containerschiffe fahren. Und das ist der einzige Spot, wo die Containerschiffe genau über die Muschelbank rübergehen. Ja, es verwirbelt natürlich kleine Krebse vom Grund hoch und Futterfische und so weiter. Und das ist natürlich für die Barsche geil. Jedes Mal, wenn so ein Schiff vorbeifährt, passiert da unten richtig was. Und das wissen die großen Barsche natürlich. Ne? Deswegen kam gerade der Biss auf, wo das Ding vorbeifuhr oder dabei war, vorbeizufahren. Die sind nicht doof, die Jungs da unten. Die wissen genau, wann deren Moment ist. Good. Switching to a little bit bigger size, the biggest size, 6.5 centimeter of the Rattling Power Blade, because we need the big fish, and this fish is even a little bit faster, and yeah, also a good possibility on pikes. And there's quite some bait fish in this area, so the pikes should not be so far away. Let's give this one a try. Bite. Yep, there we go. Better fish? Yeah. Nice. Come on, my friend. Bring it to me. Yeah, this looks good. It's at least a 40, I think. Not bigger, but it's okay. It's okay fish. Good upgrade. Very much needed. Take it easy, yeah. Come on, man. Bring him to the net. It's a 40. Yeah, this must be a 40. Oof. They are so strong, huh? They are so aggressive, so strong. Jeez. Yep. Woohoo! Yeah! You are the man. You are the man. Yes! Big bird. Ja! Woohoo! Geil! Oh, yes. Ist das geil, ey. Take it. Alter, was eine Kanone, ey. That one is huge, man. Ihr seht hier vorne noch die Goby. Genau hier. Bärlich gehakt. Genau wegen den Fischen sind wir hier. Aufs Zerik. Ganz langsam gefischt. Guter Fisch. Kein Riese, also kein Fuffi, aber
Der geht schon an die Richtung ran. Ja, 48,5. Ja, 49. Good job. Ist das geil? Great job. Ey, das sind echt, also mit meine Lieblinge, die Barsche. Ich mag die so gerne, die Kumpels. Ein herrlicher Barsch. Habt ihr den Drill gesehen? Wie geil die kämpfen, aber der Fisch muss schnell wieder rein. Ich will die nicht lange an der frischen Luft halten. Boom! Geil. Das war genau so geplant. Crazy. Oh. On the freaking Sea-Rig. You are deadly with the Sea-Rig. On the Goby. Ja, you are so deadly. Der erste Barsch aus dem obersten Regal. Freddy beweist mit dem hellen Grundel-Imitat einen richtig guten Riecher und holt Abo die Führung zurück. Für ihn allerdings kein Grund, sich hier frühzeitig zurückzulehnen. The other teams will catch some 49, 50, 51 fish as well, so, but now we can keep up with that. That's perfect. It's just the first spot, eh? It's just the first spot also. I think we still need to go a little bit with the perch because another 50 is like a meter pike. It counts like a meter pike. Yeah, and they're biting as well. Yeah. Feeding window. Ah, damn it. Damn it. So careful. Alter, es ist so krank, ey. 2 ganz böse große Barschbisse drauf gehabt. Die folgen dem Köder. Du musst es so genau führen. Eine richtige Bewegung im C-Rig und dann beißt der. Die sind hinterher, das weiß ich. Aber die sind so vorsichtig, die großen Barsche. Unser allererster Adventskalender. Einige exklusive Produkte, Warenwert von ungefähr 160 €. Die Türchen allerdings viel Luft nach oben. Hier gab es dann keine einzelnen Gummis mehr, ein Warenwert von immerhin 170 € und das war auch die Geburtsstunde der goldenen Tickets. Der hier war schon deutlich besser. Erstmalig 24 exklusive Produkte, ein Warenwert von über 180 €. Den Kalender habt ihr schon richtig gefeiert. Mehr Hardbaits und ein Warenwert von sage und schreibe 200 €. Euer Feedback zu diesem Kalender hat uns richtig glücklich gemacht. Und jetzt kommt 2023. So viele Marken, so viele Köder, so viele Hardbaits, so viel Warenwert wie noch nie. Und seit 2019 keine einzige Preiserhöhung. Wir haben Jahr für Jahr dazugelernt, deswegen wird dieser Adventskalender unfassbar geil. Kleiner Tipp von mir: Je früher ihr vorbestellt, desto größer die Chance, ein goldenes Ticket zu gewinnen. Also fix ran an die Tasten. Den Link zum Kalender findet ihr unten in der Videobeschreibung. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spinstop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost. I hope this one is the good size. No. No? No. Oh no. No. Ah! Aber guckt euch das an, wie der Köder weg ist. Ihr seht das. Verrückt. So now we are fishing a plateau. It's plateau that is probably 2.5, 2 meters with a little bit of weed. And when the weather is like this, quite windy and cloudy, there are some nice zander and sometimes some nice perch that are going on that plateau. Now I can feel a little bit of grass, so that's good. I am just fishing with the new Rapala bladed jig, trying to have something that make a little bit of sound, a lot of vibration. So I fish mainly for zander and big perch, and Marcel is fishing with a Shadow Rap 11, looking for probably a pike that could be there.
you know, in these kind of places, we won't have a lot of bite, but if we have a bite, we will have a big fish. Few days ago, we have been practicing on that place, and I had a zander that was close to 80 centimeters, you know. So it's this is exactly what we need. Today is a difficult day, so let's try to catch a big one if we can. We will make many drift here on the plateau, and finger crossed. Immerhin Kontakt, auch wenn die Größe noch zu wünschen übrig lässt. Rapala bleibt vorerst das einzige Team ohne Wertungsfisch. Während der Wind weiter zunimmt, neigt sich Quantums Power Hour dem Ende entgegen, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. And it's not grabbing. Ah, fuck. Oh, you lucky bastards. Ah, shit, I have to stop. It's a really good one. Oh, man. Oh. Fuck. But we had a good power hour. Yeah, you had a good power half hour. Doesn't matter who catch him. No. But we had as a team 4 fish. That's really good. We're happy with that one. So now let's go to the sluice. Going to make a big change. Go to the shipping sluice and go to the Volkerak. Gonna try to catch a big perch there and a pike for sure. Quantum macht sich jetzt also auf den Weg zur Volkerak-Schleuse. Das gibt uns die Möglichkeit, die derzeitigen Positionen der Teams auf der Karte nachzuvollziehen. Neuke bewegt sich im Kanal noch ein Stückchen nach Norden. CWC ist aus der Dordtschen Kiel ins Hollandsdiep zurückgekehrt. Elex versetzt im Haringvliet etwas nach Westen und Nace ist noch einmal zum ersten Hechtspot zurückgekehrt. Noch eine Stunde, dann ist die erste Hälfte des Tages auch schon vorbei. Auch wenn unser Plan bis jetzt eigentlich aufgegangen ist, sind wir noch überhaupt nicht glücklich mit den Größen der Fische. Von daher versuchen wir jetzt, den Hecht noch mal abzugraden. Und in circa 30 Minuten geht es dann Richtung Barsche. Aber hoffentlich kommt jetzt noch der Hecht. Also für uns läuft es nicht so gut, ne? Nee. Muss man sagen. Eigentlich richtig gute Hechtbedingungen. Bitte? Eigentlich gute Hechtbedingungen. Haben wir auf dem Volkerak neulich auch gedacht. Ein bisschen wenig Sonne, aber... Fisch! Guter Fisch. Ja, nicht so gut. Egal. Hoffentlich ein Upgrade. Auf gar keinen Fall. Nee, doch nicht. Fuck. Das ist der gleiche Hecht, Alter. Seriously, ich glaube, das ist der gleiche Hecht. Denkst du? Ja. Na, haben wir den nächsten 56er. Und ich glaube wirklich, ziemlich sicher, vielleicht kann man das nachher mal im Video vergleichen, dass es der gleiche ist von vorhin. Also 2x56, ich glaube zweimal der gleiche Fisch. Danke dir, mein Lieber. Das Blut war übrigens zur Hälfte von mir, glaube ich. Okay, das war auch genau die gleiche Stelle, ne? The result is so good. Oh, my friend. What the fuck? Really nice. Okay. I don't see anything in my glasses. The glasses are... I'm in the fog. Erstmal so ein M&M's-Riegel essen, ey. Hä? So ein M&M-Riegel muss ich erstmal essen. Erstmal in Wallung komme hier. Das ist das, was ich meinte. Wenn ihr nah an der Steinpackung fischt, dann sammelt ihr unweigerlich mal diese ganzen Krautdinger hier auf. Und da hilft es tatsächlich, einfach die Köderspitze im Köder zu versenken. Und schön bleibt das dicht und dann sammelt ihr auch kein Kraut auf. Die Barsche, die interessiert das nicht, die bleiben trotzdem hängen. Die hacken da so drauf. Fisch. Das müsste ein Pike sein, ehrlich gesagt sogar.
Das ist ein Riesenbarsch. Wo bist denn du? Ah, ich muss nach hinten. Pike, ne? Jo. Ja. Großer Hecht. Tali, drück mal auf Anker. Da ist er. Komm her. Jo, ist drin. Jo, da sind die Hechte heute ein bisschen aktiver, würde ich sagen. Barsche lassen uns ein bisschen im Stich. Brauchst du eine Zange? Nee, wa? Er hat sich schon enthakt. Oh, der ist ja größer als gedacht. 80. Ich mach noch das Knie weg. 80 hat er. Ja, eigentlich wollten wir die Hechte erst zum späteren Zeitpunkt, aber wenn sie jetzt als Beifang kamen, brauchen wir uns auch nicht mehr drum kümmern. Ich denke, das war's dann. Dann haben wir ihn schon mal. Ne? Jetzt müssen bloß noch irgendwie 3 Barsche kommen, ne? Genau. So, schnell zurück den Kleinen. Ganz wichtig, wenn ihr Hechte fangt, müsst ihr darauf achten, dreh mal den Fisch so, dass der Oberkiefer hakt sich ab und zu hier ein und dann könnt ihr nicht mehr fressen. Dennis, machen wir weiter auf. Der muss zwingend wieder raus, weil sonst kriegen wir den Kiefer nicht mehr auf. Also immer darauf achten, wenn der sich verheddert, wieder zurückdrehen, weil sonst kriegen die Probleme, die Jungs. So, ich hätte auch gut erwischt. So, jetzt geht er flott zurück. Und schnell. Barsche. War halt auch so schön reingehauen, dass ich schon dachte, guck mal, der Haken ist aufgebogen. Aber der hing im Kescher drin. Und Erfolgsköder war der Smoking Dead in 2,5 Inch in einer meiner Lieblingsfarben, Cinnamon Blue Flake. Schöne blaue Flakes drin, so ein bräunlicher Körper. Richtig schicke Farbe. Dennis nimmt Fahrt auf und das sogar noch vor dem M&M-Riegel. Man fragt sich, welche Hechtgrößen möglich sind, wenn der Blutzucker erstmal oben ist. Früher als geplant hakt Neuke also den zweiten Zielfisch ab, holt etwas Anfahrtszeit wieder rein und kann nun gelassener weiterhin die Steinpackung nach dicken Barschen absuchen. Abo hat davon zwar schon einen gefunden, arbeitet aber bereits akribisch am zweiten. Uff. That one is not small either. No. Not a big one, but it's a good fish. A little bit smaller, but the one we need. There you go. And you see that all the sizes of the perch are on the same spot, eh? Ja. You get the small ones and the big ones. Okay, nächster Barsch. Hier, wenn ihr die Barsche haltet, das ist das gleiche bei Zandern, vorsichtig so die Augen so ein bisschen zuhalten, dass es dunkel wird für die Fische, weil dieses helle Licht hier oben, das kennen die natürlich nicht so richtig. Also halte ich immer ganz gerne so ein bisschen die Augen zu, die schütteln dann auch nicht. Ihr seht, wie ruhig da gerade liegt, der Fisch. Der hat 35, ist kleiner Barsch. Okay, und schnell rein mit dem Kleinen. Oh, er hat was ausgespuckt. So, schaut mal, was der ausgespuckt hat. Das ist ein kleiner, das ist eine kleine Grundel. Ja, das ist eine kleine Grundel. Ihr seht das hier vorne am Köpfchen. Und jetzt schaut euch mal den Köder an, den ich fische. So, dann wisst ihr, warum ich das Zeug angel, ne? Die kleinen Grundeln hier, gerade wenn die so ein bisschen angeschlagen und verpilzt sind, die Grundeln, dann werden die so ein bisschen heller. Und ja, es ist genau die Größe, wie ihr seht. Und ich kann euch wirklich empfehlen, diesen Köder zu angeln, diese Goby hier, Pulse Realistic Goby. Ihr seht mich fast in allen Turnieren mit dem Köder angeln, sowohl auf Zander als auch auf Barsch. Es ist einfach eine Maschine, der Köder hier, wirklich eine Maschine. Ihr seht, wie zerflattert der ist. Ich muss mal jetzt einen neuen ranmachen, der ist, glaube ich, durch, der Kumpel hier. Und ihr könnt mit so einem Köder hier, könnt ihr easy an einem guten Barschtag, also einen Köder pro Tag, wenn ihr richtig viele Fische fangt, der hält. Oft an den Gummikrebsen hat man das teilweise, dass die total schnell kaputt sind. Aber das Ding hier, das also überlebt 15, 20, 30 Fische manchmal, bevor ihr den wechseln müsst. Auf den habe ich ungefähr so viele gefangen die letzten Tage und Wochen. Das ist noch ein alter Goby aus meiner Kiste. Der geht jetzt ins Grab, kommt ein neuer ran. Hat er sich verdient. Yeah, Freddy's getting a lot of bites on very slow technique. I've been scanning the area a little bit with the power blade. Normally, if there's a pike around, they will take it. But now I'm switching to my favorite Pulse Realistic hollow body crawl on a net head, 10 gram.
see if a little bit slower presentation works as well. And the good thing is this one is really standing up like this, and also yeah, with that presentation very deadly for the pike as well. So if there's a pike around that likes to feed on crawls, a little bit slower technique, might get that one as well, or a big perch like Freddy, because I wanna catch one as well now. So much fun. Leute, die Hälfte des Tages ist rum. Der Morgen startete eigentlich ganz gut. Ich habe einen riesen Barsch verloren, ihr hattet das gesehen. Passiert manchmal, ist so, aber jetzt am Nachmittag läuft es nicht so, wie wir wollten. Wir haben jetzt ein bisschen länger auf Hecht geangelt. Kam allerdings gar nichts. Gail hatte einen Anfasser. Das war's. Und wir angeln jetzt noch mal kurz auf Barsch 2 Stellen. Allerdings ist die Strömung hier gerade ziemlich hart. Das ist ein tideabhängiges Gewässer. Wenn jetzt hier, wie gesagt, 2 Stellen auf Barsch angeln und hoffen, dass wir hier noch einen Barsch kriegen, und dann werden wir uns auf den Hecht konzentrieren. Das Wetter ist nicht ganz so schön, es ist echt stürmisch. Wir hatten vorhin einen fetten Regenschauer. Ich glaube, es kommt schon wieder ein bisschen Regen. Ja. Spaß macht das so gerade nicht. Aber wir bleiben am Ball und versuchen die Karte noch voll zu machen. Wir wissen ja leider nicht, was die anderen so fangen. Wäre mal interessant zu wissen. Aber das erfahren wir erst heute Abend. So we are reorganizing everything so that we can go for perch fishing. So we're going to use the 4th Street Tin King. Really nice looking rod. And it's rigged with a Carolina rig with the BS crawl. And then we have here the Smoke S3 spinning rod. So it's a very nice rod to the cranking, especially for the deep water. So that's for the big crankbaits. And then we also have, it's a comparable rod. It's only the drop shot version. It's a bit softer, and we use it for the smaller crankbaits. We're still waiting for the sluice. Yeah, the big ships are always first, but yeah, now it's really pity because we are fishing competition, and yeah, if we are really bad luck, it doesn't fit that for us, so then we have to go wait another round. It should be 1.5 hour or more, so that's not good. Yeah. So hopefully they let us in as well. Yeah. I think they do. Otherwise we sneak in. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zitten in een viswedstrijd, dus elke minuut telt. Kein großer, aber eine kleine Rute ist mal zur Seite. Der kommt. Vorsicht, Rute liegt hier. Aber maßig. Okay. Na ja, so schlecht ist der gar nicht. Da ist er drüber, 34. 34. Der erste Barsch und die zweite Fischart. Ja, hier auf dem Sidescan, ich bin die ganze Zeit am gucken, sieht man öfter mal, wenn ein Schwarm Barsche oder auch ein besserer Einzelfisch durchgeht. Zum Beispiel jetzt auf Didis Seite sieht man hier ein guter Einzelfisch. Das könnte ein Hecht sein hier, da, der hier. Und das sind so typische Barschanzeigen, wobei es nur ein Einzelfisch auch ist. Normal, wenn es so 3, 4 sind, aber der ist richtig gut hier. Der wirft auch einen Schatten. Das könnte er sein, den wir noch wollen. Soll ich keschern, Didi? Das war ja erlaubt, mit der Hand zu landen. Ja, ja, Handlandung ist gut. So. Gerade die Farbe wieder gewechselt. Also wirklich, der Fisch kam 10 Sekunden, nachdem ich die Rute und Farbe gewechselt habe. Es scheint wohl durch das bedeckte Wetter, dass dieser aggressive Ton doch ausschlaggebend ist. Das geht auch drüber. Auch 34? Ja. Super. Wir haben einen 34er Schwarm gefunden. Ne? Hol mal die großen. Die Anzeigen hier jetzt sind gigantisch. Bitte was? Die Anzeigen. Ja, alles gut.
Aber ich glaube, ich wechsle auch dann irgendwann auf Fire Tiger. Lass! Das musst du selber wissen. Also ich mach, wie du meinst. Wobei, ich habe mit dem so gut gefangen, ne? Ja, deswegen. Und irgendwann packen sie den auch. Ja, ja, klar. Du musst auch auf die Knie gehen wie ich. Ich bete für Fisch. Alles klar, hab ihn. Hecht. Super. Gut. Guter Fisch. Du wolltest noch die Farbe wechseln. Drück mal auf Standby bitte. Ich weiß nicht, wo das ist. Standby? Ja. Lass mal Fahrt rausnehmen. Drück mal drauf. Ja. Boah. Alter Schwede. Gut. Das ist er. Das ist er. Das ist er, Leute. Lass dir Zeit. Das war er. Super. Am Baitball. Ich hol kurz meinen Köder rein, bevor das Theater gibt. Ja. Nicht so viel rumzappeln mit der Bremse, aber... Ja, du. Ja, das mach du mal. Bist du da? Ja, ja, alles gut. Ich glaube, dass er nicht hängt jetzt hinten der Kescher. Ach, ich hasse diese Pinne da. Ja. Okay, kommt Didi. Ja. Kommt. Gut, und rein damit. Bam, bam. Alle 3 Spezies. Das war der Plan, Leute. Also, der hat 81,5 drüber, ist 82. 82? Ja, da ist er. 82er Hecht. Den wollten wir, den haben wir gekriegt. Der geht zurück und jetzt brauchen wir noch die Barsche. Das Gute ist jetzt, wir haben alle 3 Spezies. Das heißt, alles was jetzt kommt, sind Wertungsfische. Weil wir brauchen Hecht, Zander, Barsch, die haben wir jetzt. Ja. Und alles andere wäre Bonus, das ist gut. Hier, hast auch noch mal mein Flying Treble am Ende. Extra kleiner Sprengring, kannst den anderen wegtun. Obwohl die Haken so kurz sind und so das gegenüber am Boden hämmert, habe ich hier hinten noch einen kleinen Trick. Gerade wenn ich viele Barsche erwarte und die hofft nur den Köder so anstupsen, was ich jetzt gerade gemacht habe, dann seht ihr, dass dieser sogenannte Flying Treble sofort mitgeht und sich irgendwo immer noch im Maulbereich verhakt. Deswegen einen kleinen zweiten Sprengring dran und dann ist da hinten etwas mehr Gefahr. Wow. Bisher war nicht viel los bei Weston, aber plötzlich haben Dietmar und André alle 3 Zielfische und stehen auf Platz 4. So schnell kann's gehen. Platzt jetzt vielleicht auch der Knoten bei Alban und Marcel? Well, so this morning we didn't manage to catch a pike on our pike place, and we were clearly expecting one bite. Then we have been fishing for zander and we find them, but unfortunately we had a school of small fish. They were not the good size, and then we fished this plateau and we were expecting for a big perch or a nice zander, and no fish. I think it's clear that we are now struggling, but so what we will do, we will go back on our zander place, because in that place, you know, the school of fish are moving, so it's totally possible that now we have some bigger fish on that spot. So we will come back here, come back on the zander spot, work good, try to catch several more than 42, and then we will go back on pike and perch. That's the plan. Let's go for it, don't give up. Willst auch du die unvergleichbaren Emotionen beim Fangen erleben? Ob Expertentipps für Angler oder Angelscheinkurse für die, die es werden wollen? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Angelscheinkurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein Köderpaket im Wert von 80 € sichern.
und dein Boot. B1 Bootsmanufaktur. So, wir brechen das hier ab und wechseln das Gewässer. Kostet uns bestimmt eine Stunde Angelzeit, aber ihr habt es vielleicht noch in Erinnerung, wir haben da jetzt in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen 4 50er Barsche fangen können. Ich hatte gestern im Training noch einen 50er Barsch, wir hatten im Training mehrere 50er Barsche, also wir konnten jetzt auf dem Spot echt große Fische fangen und das probieren wir jetzt auch. Guck auf die Uhr, wie lange wir brauchen. Ja, passt. Wie bei der Formel 1 hier. Waxen, ich habe dein Handy. GoPro, alles kann hier drin bleiben. Soll ich GoPro ausmachen? Ich würde sagen, das hat keine 5 Minuten gedauert. Nee, das haben wir in 3-4 Minuten hinbekommen. Hoffentlich fangen wir ein paar Barsche. 3 Barsche zur Fullcut. Mit den Größen, glaube ich, kommen wir nicht weit, aber wir können da auch noch Hecht upgraden. Zander können wir für heute abhaken, würde ich sagen. Ja. Das machen wir nicht mehr. Jetzt probieren wir 3 große Barsche zu fangen. 4 am besten. Und dann den Hecht abzugraden. Hier ist etwas besser, junger Mann. Naja, egal. Boah, aber ey. Aber knapp. Und ich hatte gerade noch über diesen Flying Treble geredet. Der hat wirklich nur ganz vorne gehangen und dann ist er losgegangen. Bam! Ich mach mal kurz weiter, weil hier ist Bait. Ja, ich versorg du immer den Fisch. Ach so, nee, dann mach ich den. Dann mach angel du mal weiter. Kurz weiter. Ich mach weiter mit Angeln. Ich hab gesagt, ich angel kurz weiter. Passt, ist egal, mach du. Ich habe alles da, alles gut. Weiter fischen. Der alte Mann hat nicht richtig hingehört. Ja. Sorry. Da haben wir 32,5. 33. Und ihr wisst ja, wir schmücken uns gegenseitig mit den Federn des anderen. Dudis Fisch. Er darf zurück. Kescher. Ganz schnell. Müssen wir sehen, Alter. Oh, ist wieder ein Hecht, ey. Ist schon wieder ein Hecht. Ich hab's gesehen. Der ist noch größer. Was ist mit dem Barsch los? Pass auf, Knie. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, ist doch gut. Ist gut. Alles gut. Das sind gute Punkte. Sie werden größer beim Barschangeln. Der müsste jetzt schon 90 haben, wa? 91. Schöner 91er Hecht. Aber die Barsche, die lassen uns so ein bisschen im Stich. Ja, eigentlich wollen wir was auf Barsche, aber dafür gibt es heute Hecht. Gestern wollten wir die Hechte haben, hatten die Barsche. Ist halt auch ein 45er, ne? So sieht's aus. Ja. Wichtige Punkte. Vermutlich aus Gewohnheit wird bei Neuke zu jedem Hecht gleich das Äquivalent in Barsch errechnet. Während Westin nach dem zuletzt gefangenen Fisch nun Zweiter ist, ziehen Christian und Dennis mit ihrem schönen Beifang an CWC vorbei. Und wie schon der Erste scheint auch der Zweite Essox ein echter Krebsfan zu sein. Erfolgsköder war in dem Fall der Donkey Boo. Ist auch ein 2,5 Inch Krebs. Und das ist eine Farbe, die im Kanal immer richtig gut funktioniert. Dunkelrot mit schwarzen Flakes drin. Ist top. Wolltest du den nochmal haben oder wolltest du einen anderen haben? Ne, wir haben so einen kleinen Running Gag. Die Leute, die beim Training mit dabei waren, werden es verstehen. Hat gefangen, kann in der Box. Ich probiere es mal mit einer Mighty Mama in der Farbe. No, come on. No, clearly not. Always good to catch some fish. They are there, but we need bigger one. We need your mother or grandmother. Yes, that was a good bite. Yes. Yes? That's a good fish. Good fish? That's enough. Yes. Okay. Come on. Yes. Okay, let's hope that it's 42. Yes. We really need to write something on our card. Clearly. Okay, it's
and a half. It's 44. Ja, ihr seht's. Der erste Fisch, den wir aufs Board gekriegt haben, ein kleiner, schöner Zander. Der darf natürlich sofort wieder schwimmen und vielen Dank. Thanks. Go back. Puh. Gut, und ihr seht's, wie soll es anders sein? Der Sudak Minnow, die Sandfarbe, ein perfekter Köder. So I just I have to retie my line because where we are fishing on the drop-off there are a lot of zebra mussels. So zebra mussels are really good because the fish like them and it's hard bottom. But the bad thing on the zebra mussel is that they cut like razors. So I just hooked some zebra mussels and that cut in the middle of my leader. So I'm just now retying a new leader. I'm doing it very simple. I'm using Sufix fluorocarbon. It's 0.3 millimeter. Strong enough, you know, for what we are doing, and I don't want to have a leader too thick. If not, it will take the current. So I will just tie probably 2 meters of this fluorocarbon leader, and because here there are some pike, I mean you have a possible pike on while you are fishing for zander, I will add a little bit of a 0.5 millimeter also Sufix superior fluorocarbon. 0.5 millimeter is not 100% pike proof, but I would say that most of the time it's enough, and it's also good for zander because it's not too thick. Something I would like to talk about, you know, now I'm just cutting my braid. So most of the people on the boat, you know, when they have cut those pieces of braid and piece of nylon, it just go with the wind and go in the water. So what we have done at Rapala, we have done just a small trash bin like this one. So it's very simple. Here you have a magnet. Inside you have some room. You just take your nylon or your braid, put it inside the trash bin. So you know what, it won't change the world. I mean, clearly we won't stop pollution with a small trash bin, but anyhow, if all the anglers are putting their small braid inside a trash bin instead of in the water, at the end of the year we will probably save several kilos of line in the water. So not a big deal, but I think it's better to have this on the boat. And just to let you know, now we have a new model that is full black because we are purchasing some 100% recycling plastic. Yes. Well done. Yeah. Yes. That's good. Good? Yes. Must be. Or not? I don't know. No? I don't know. Could be. Yes, could be. Could be 42. Ja. Okay. Da seht ihr den Fisch. Ich kann es ja gar nicht oft genug sagen. Aber Sudak Minnow. The measure board is wet. And no, come on. 47. You agree? 47er Zander. Unser zweiter für die Wertung. Perfekt, der darf natürlich wieder zurück. Und wir hoffen, noch mal 2 weitere zu fangen. Das war verdient. Alban sammelt Karma und Marcel fängt die ersten beiden Wertungsfische für Rapala. Damit sind jetzt alle Teams auf dem Board. Den Platz an der Sonne besetzen trotz dichter Wolkendecke nach wie vor die Sympathieträger von Abu Garcia. Super small fish. Yep. That's why. Okay. Den brauchen wir nicht. Upsala. Dicken Barsch, 45er drauf gehabt gerade, direkt noch am Boot, richtig harten Biss auf dem Redland Powerblade. Weil auf dem Spot hier kommen öfter auch mal richtig große Hechte, deswegen angel ich jetzt nicht das Cerik, ist mir zu heiß hier. Hier lieber den Redland Powerblade, weil da kriegt man sie dann auch drauf, die Hechte. Ne? Und da habe ich gerade einen richtig dicken Barsch drauf gehabt. Den hätten wir gebraucht. So I'm scanning the area with the deep diving crankbait, Berkeley Dredger. Really nice deep diving crankbait. Casting it, it will run on up to like 4.5–5 meters of depth. And as Freddy said, there's a lot of pike in this area.
And pike love a crankbait just over the bottom. And yeah, big perch as well, of course. So let's see. Just trying around some stuff here because we know the fish are there. Das hier ist jetzt so eine Nase, die rausragt. Also wenn ihr so an der Uferkante schaut und wenn dann irgendwo so eine Struktur rausgeht, wie so eine Nase aus der Uferlinie raus, das sind immer richtige Topspots. Und auf der Nase hier steht konstant der Futterfisch drauf. Das sind so Brassen, Güstern, Rotaugen, aber eben auch Barsche und Zander. Die stehen alle hier auf dieser Nase drauf und da stehen oft große Fische drin. I lost it again. Incredible. Lost it? Ja. Big fish. Fuck. It's really this color. Ja. Das war ein brutaler Einschlag, Alter. Das war so ein dicker Fisch. Oh, scheiße. Ja, da stehen die drauf auf der Nase. Das ist richtig brutaler Barschbiss. Übelst großer Fisch. Und große Hechte stehen da auch. Und ja, man muss ein bisschen Zeit auf diesen Ecken verbringen. Das ist natürlich im Tournament immer so ein bisschen schmerzhaft, aber die sind ja da, die Fische, sie beißen. Wir bleiben hier noch ein bisschen. Gucken mal, ob wir noch einen Hecht und einen dicken Barsch noch kriegen. Sieht ganz gut aus gerade. Okay, we're on Lake Volkerak now. Try to catch a perch. Therefore, I will start with the Fat Minnow deep diving crankbait. That really worked well in the beginning of the week. And what you going to use? I'm going for the BS Shed brownie. So let's get some perch and a pike, of course. So I move my tip of the rod in the water, so that crankbait is coming faster to the bottom. And after that I lift up to stand right up. But most of the perch is hiding close to the bottom. Fish. There's a fish. It's a good one. That's a good one. What is it? Perch. It's a perch. Goeie? Yeah, it's I think a 40. Feels like a good one. It's coming. Yes! Whew. Oh, that's a nice 40 plus, I think. Look at this. Really nice perch. There's a lot of small perch in this lake, so I choose for the perch print, and that worked very well. Nice one. 41, nearly 42, so we can round it up to 42. There it is. Beautiful orange colors. Okay, let's put it back. Yes, first perch. Kaum angekommen im Volkerak, da knallt es schon wieder auf dem Boot der Niederländer. Dieser Barsch bedeutet die erneute Führung für Quantum und nun fehlt nur noch ein Hecht zur Fullcard. Was übrigens die Köderwahl anbelangt, gibt es bei Hendry und Gerald keine großen Experimente. And it's nice, there's a little edge in the lip, like here. And that helps to put it a little bit deeper without getting more drag on the rod. So that's a very smart design. And that's really cool about this one. And it's quite compact, it has a big rattle inside, so you can cast it very far. Especially with the wind we have now, we put the boat in the wind, so we can cast with the wind and make 30-40 meters cast. We're fishing now to a flat, like 4 meters deep, and we have the boat in like 7 meters deep. So we cast into the shallower flat, and it's very hard bottom, a lot of zebra mussels, and the perch like that. So let's try to catch another one. So I also switched to a crankbait. I go for the good old school loudmouth. It's also a deep diving crankbait with a hard rattle in it, and also it's
also nice food for the pike. The pike likes this also really much, so, and we still need a pike and do perch fishing on this spot. We also catch sometimes a nice pike, so we can chase both. And it's a big lure, so, and we only need big perches, so let's try this. Komm, rennen, Dicker. Jetzt wird's nass, Leute. So, einpacken. Das wird jetzt ein Ritt. Killsfish, ganz wichtig bei roughen Bedingungen. Also Killsfish ist immer wichtig, aber ganz besonders bei roughen Bedingungen. Tim mit 100 über der Welle, komm. Setz dich hin, sonst gibt's Ärger. Oh, wer kommt da denn? Das denn? Das denn ist fertig mit Zanderangeln, so wie es aussieht. Wir können ja erstmal so tun, als würden wir drillen. Oh, fish! Good one! Good one! Easy on, in the heavy current. Easy on. Really slow. Ah, it's not so big. Ah, doesn't matter. It's a perch. Put it up. I do behind and then drop it in. But it's still. Yeah, it's coming here. It's a big one. It's a nice one. Drop, drop, drop. Yes. No problem. Good take. Good take. Good. Let me grab the board. The mouth. Yep. 36. 36. Approved. Yeah. One perch. One more to go. Okay. Put it back. Bye bye. Bye bye. Oh, so you know when the bite is off and you start to discuss and so on, you need to really be tight as a team. It's very easy to have some other thinking and so on, but we made a good choice. We are on the perch spot, we have missed one, we have one on the board, and it will be one who will come. Come on, fish. Yeah, good. Good, 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 good. It's a small one, but it is a fish. Oh, that's good. Good, my friend. 34. Yeah. My first fish of today. So we take 10 minutes to try to have 140 here, because it's. Yeah, we need 40s. They are here. Yeah. We just keep on hammering. Yeah. Zwischenzeitlich war es ruhig um Evert und Truman, jetzt aber endlich wieder Fisch. CWC setzt sich damit vor Westin auf Platz 3. Wir nähern uns derweil unaufhaltsam dem letzten Tagesdrittel und das Wetter wird immer bedrohlicher. Welches Team kann noch einmal zuschlagen, bevor die letzten Angelstunden anbrechen? Ja. I don't know what it is. I think it's pike. Yeah? Oh, that would be really nice. It's a big fish. Holy Moses. Take it easy. It's still on. Yeah. Oh, that was nerve-wracking. Oh, holy crap. Here she comes.
That's a big one. It's amazing. That's Holy a big one. Moses. That's a big one. I think it was further forecast with when you switch to the crankbait. Oh, that jump. Whoa. Yeah. There it is. Yes. I've got it. 1 meter and 5. 1.4, 0.5. Yes. That's a good fish. Yeah. Yes. Good job. Good job. That's the one we needed. That was the most important fish of today, if you ask me. Yeah. And now we can upgrade the perch. And I'm pretty confident about that. Yeah. But we already have a decent list, and it's let's report the fish. Not over yet. Was für eine irre Szene, was für ein Abschluss für diese Folge, was für ein Team. Quantum spielt mit Leichtigkeit die ganze Klaviatur des Raubfischangelns und holt sich mit diesem gewaltigen Hecht bemerkenswert früh die Fullcard. Während Gerald und Henry also schon mit einem Auge aufs Finale schielen, ist dahinter noch gar nichts absehbar. Momentan wären Abu, CBC und Westin weiter. Wie wir aus der Vorrunde wissen, besteht aber sowohl bei Ilex als auch bei Neuke jederzeit Großfischgefahr. Auch Rapala ist immer für eine Überraschung gut und ein Team, das momentan unten steht, sollte niemals zu früh abgeschrieben werden. Streicht Titelverteidiger Nace vorzeitig die Segel oder folgt doch noch ein Riesen-Comeback? Es ist in jedem Fall mit einem ordentlichen Sturm zu rechnen. Seid also dabei, wenn die 4 Finaltickets endgültig vergeben werden. Sonntag, 18 Uhr. Ciao.